Mein Thema heute, vom Gift befreit, so helfen wir unserem Körper, Toxine sicher loszuwerden. Und dabei ist vor allem die Thematik der Sicherheit ist hier entscheidend, weil es gibt viele Themen, viele Referenten, viele Bücher, viele Theorien, viele Anwendungen, viele Produkte, die uns versprechen, Toxine auszuleiten, zu entgiften. Und oftmals sind diese Dinge etwas zu kurz gedacht. Das heißt, nicht zu Ende gedacht. Und ich möchte Ihnen heute einiges an Fakten aufzeigen, wie ich das in meiner Praxis versuche umzusetzen, mit dem Einschluss, dass natürlich der Mensch, der Patient, immer auch mitmachen kann. Und wir werden einiges über die generelle Idee der Entgiftung unserer Körper anschauen. Wir werden schauen, woher die Giftstoffe kommen. Auch da sind oftmals falsche Vorstellungen da, dass man bei uns hierzulande sagt, ja, aber wir leben doch in Europa, wir leben in der Schweiz, in Deutschland, da machen wir so viel für den Umweltschutz. Heute haben wir ja viel weniger Abgase als früher noch. Das stimmt zum einen. Die LKWs, die rauchen vielleicht heute nicht mehr schwarz aus dem Auspuff. Und trotzdem haben wir heute eine Vielzahl an Giftstoffen, die halt trotzdem ihre Probleme verursachen. Und da werden wir ein bisschen hinschauen, wo kommen denn die Giftstoffe überhaupt her. Dann werden wir schauen, die Rolle von Darm und Leber in dieser Entgiftungsthematik und natürlich auch Lösungen, wie wir unser System auf möglichst natürliche Weise unterstützen können, diese Giftstoffe loszuwerden. Zunächst einmal die Fragestellung der Entgiftung. Wie funktioniert Entgiftung überhaupt? Und das gilt für uns sowie auch für andere Lebewesen. Und da habe ich diese Folie vorbereitet, auch mit der Waage. Wir haben gestern schon einmal die Waage gesehen. Und da steht ein Satz: Alles, was dem Körper zugeführt wird, erfährt eine Biotransformation. Und das ist ein modernes Wort. Man muss ja nicht immer von Giften und Entgiften sprechen. Das tönt irgendwie oft auch ein bisschen morbide mit der Zeit. Also sprechen wir heute einmal auch von der Biotransformation. Das heißt die Umwandlung von Stoffen, die aufgenommen werden. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Alles, was zugeführt wird, auch Nahrungsmittel, auch Heilmittel, sogar homöopathische Mittel, die auch Stoffe enthalten, die unsere Organe aufnehmen. Die Nanopartikel zum Beispiel, die werden aufgenommen und müssen an einem gewissen Punkt auch den Körper wieder verlassen können. Oder die Abbaustoffe davon. Und das nennt man heutzutage auch Biotransformation. Generell hat die Natur alles eingerichtet. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese Abfuhr zu unterstützen. Und natürlich, Licht ist die Quelle des Lebens, die Sonne ist unsere Quelle des Lebens. Elektromagnetische Strahlung ordnet überhaupt erst, wie wir das gestern sehr schön gesehen haben von Denis Ulrich, dass hier ordnende Kraft da ist. Sauerstoff haben wir selber erfahren durch die Atemübungen, wie wichtig das ist und dass es einem buchstäblich wieder aufstellen kann. Unsere Zellen brauchen diesen Sauerstoff. Natürlich brauchen wir Wasser, um überhaupt spülen zu können. Wäsche waschen nur mit Seife geht nicht. Es braucht auch das Wasser, um den Dreck aus der Wäsche rauszuspülen. Und dann brauchen wir natürlich eine gute Organtätigkeit. Ganz klar, wenn hier die Niere oder die Leber oder der Darm eingeschränkt sind, haben wir Schwierigkeiten, die Giftstoffe loszuwerden. Und dann haben wir zum Beispiel auch Bakterien in unserem Körper. Wir haben Dutzende Mal mehr Bakterien als Körperzellen, idealerweise. Und diese Bakterien helfen uns durch Vitaminproduktion, durch Enzymproduktion, durch Hilfsstoffproduktion, speziell im Darm. Das ist eine chemische Fabrik, die ganz viele Stoffe bereitstellt. Also Stuhlgang ist etwas wirklich Magisches, buchstäblich. Da stecken ganz viele Möglichkeiten drin, wie diese Mitarbeiter von uns, diese Bakterien, uns in dieser Arbeit unterstützen können. Unsere Organe produzieren Hormone, die sind ganz wichtig. Ohne Schilddrüsenhormone zum Beispiel, ohne Nebennierenrindenhormone,
Ist eine Entgiftung schwer möglich? Ist überhaupt eine Verdauung schwer möglich? Und je schlechter wir verdauen, umso mehr Giftstoffe werden im Darm produziert und können sich dementsprechend auch ablagern in unserem Körper. Und dann haben wir all die Hilfestellungen der Natur, die Nährstoffe aus der Ernährung, verschiedene Heilmittel und natürlich auch Bewegung. Also alles ist eingerichtet von der Natur und wir haben heute die Situation, dass wir eben nicht mehr natürlich leben. Mobilfunk ist eine mögliche Quelle der Verschmutzung, verschiedenste Gifte sind eine andere Quelle. Und je weniger vital unsere Körper und unsere Zellen sind, umso mehr fangen wir an zu verschlacken innerlich. Und zur Zufuhr noch, da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Stoffwechselschlacken, die entstehen. Das ist alles noch im natürlichen Bereich. Wir haben vielleicht Nahrungsmittel, die nicht vollständig gut aufgespalten werden können. Wir haben eben, wie gesagt, Heilmittel, die wir zum Teil auch wieder entgiften müssen. Aber was wir eben angefangen haben, insbesondere durch die Industrialisierung, ist, dass wir jede Menge an Schwermetallen, an verschiedenen Umweltgiften zugeführt haben. Elektrosmog, diverse Stressfaktoren. Und hier kommt auch die Wissenschaft immer mehr zu dem Punkt, dass emotionaler Stress, schlechte Gedanken, unschöne Gefühle, dass die genauso zu dieser Reduktion der Lebenskraft beitragen und auch buchstäblich vergiften. Vergiftige Gedanken, schlechte Gefühle, das ist etwas, was unseren Körper höchst belasten kann und im Endeffekt eben auch uns die Vitalität wegnimmt. Und dann haben wir das große Thema der Medikamente, Stoffe, die wir uns zufügen. Und gerade vorne wegzunehmen, Kosmetika sind genauso Medikamente. Weil alles, was wir in unseren Körper hineingeben, wird aufgenommen. Was wir auf die Haut streichen, wird genauso resorbiert. Und an und für sich müssten Sie, wenn Sie ein Kosmetika anwenden auf die Haut, bereit sein, dieses zu essen gleichzeitig. Dann wäre es bestimmt ein gutes kosmetisches Mittel, das gut verträglich ist. Aber wir müssen realisieren, dass unsere Haut ein Resorptionsorgan ist, das viele Giftstoffe aufnehmen kann. Und auch hier müssen wir das zu Ende denken, was wir aufnehmen in irgendeiner Form oder benutzen, ob das Heilmittel, Kosmetika, Medikamente sind, Hilfsmittel, die werden irgendwann, sollten die wieder ausgeschieden werden können und sind dann aber immer noch im System drin. Also hier geht es darum, dass wir diese Balance wiederherstellen. Und in vielerlei Hinsicht ist heute diese Balance nicht mehr gegeben, insbesondere auch, weil die Faktoren für die Abfuhr nicht mehr wirklich da sind. Unsere Nahrung ist oft einfach verarmt an Inhaltsstoffen, an Enzymen. Und vielleicht ist unsere Nahrung zu schwer oder zu wenig vital. Und da können wir zu wenig Aktivität und Kraft davon beziehen, um auch wirklich entgiften zu können. Das sind mal die Grundlagen. Eine weitere Grundlage ist, die ich immer wieder sehe in meiner Praxis, nicht alle Körper sind gleich. Wir haben wirklich Körper, die sind zum Teil sehr stark, die können ganz viel tragen, die können ganz viel aushalten, sinnbildlich vielleicht der Gorilla. Ja? Und dann gibt es aber auch Körper, die sind eigentlich riesig groß, sind aber vielleicht höchst sensibel und die Seele, wo drin steckt, ist vielleicht noch eine kleine Seele. Das kann sein. Also es gibt hier alle möglichen Varianten und da geht es oft darum, in der täglichen Praxis zuerst einmal herauszufinden, wer ist denn da überhaupt versteckt? Ist das der Tiger, der Elefant, das Reh, die Antilope oder ist da wirklich ein starker Löwe drin? Und welche Seele steckt da in diesem Körper? Weil da ist ein enges Zusammenspiel von diesen verschiedenen Faktoren und die bestimmen letztendlich auch, wie eine Entgiftung vor sich gehen kann. Und wenn man dann erst sieht, wenn was schief geht in der Entgiftung oder etwas zu viel wird, wenn man das erst dann sieht, dann ist es halt so, aber dann muss man entsprechend darauf reagieren können und das auch wissen. Auch die Wissenschaft erkennt heute, dass es bei uns gute Entgifter gibt, die sehr schnell entgiften, die können auch jede Menge an Giftstoffen aufnehmen, die Medikamente wunderbar vertragen, ohne Nebenwirkungen zu haben. Und da gibt es andere, die mit einem Drittel der
verordneten Dosierung bereits schon Mühe haben und ebenso auch entsprechend auf Giftstoffe entsprechend reagieren. Also auch hier gut schauen, wie reagiere ich auf Anwendungen, die ich mache und die ich durchführen will. Und dann haben wir jede Menge Angebote heutzutage. Detox, Entgiftung ist allgegenwärtig. In jedem Gesundheitsmagazin, aber auch in Fachjournalen werden immer wieder Produkte beworben, immer wieder Entgiftungskuren angeboten. Und ich habe hier einfach ein bisschen was zusammengestellt, was ich oft lese. Wie entgiftest du in 10 Tagen mit Saft XY? Mit dem Tee Z? Mit dem Nahrungsmittel A? Oder beginne jetzt eine 30-Tage-Entgiftungs-Challenge. Das sind so übliche Aussagen, die implizieren, dass man schnell einmal das machen könne und dann ist man entgiftet. Das kommt ein Stück weit auch von früher. Früher haben wir ja nicht diese Entgiftungskuren gehabt, sondern wir haben gefastet. Und das Fasten war dazu gedacht, dass man mindestens einmal im Jahr dem Körper eine Pause gibt und aufhört, ihm, ich sage mal, energiereiche, fettreiche, schwere Nahrung zu geben, sondern ihm ermöglicht, einmal die Organe frei zu waschen. Das war das Fasten. Und das ist heute auch, je länger je mehr, wieder im Kommen, oft aber auch umstritten. Genau aus dem Grund, weil unsere Körper dann mit den frei gewordenen Giftstoffen nicht mehr klarkommen. Insbesondere, wenn sie keine Unterstützung bekommen. Und wenn ich nur ein Wasserfasten mache, nur ein Saft- oder Teefasten, dann kann das durchaus zu wenig sein. Je nachdem, was alles mobilisiert wird. In der Wissenschaft und Medizin herrscht immer noch die Fragestellung, ja, gibt es denn überhaupt Toxine? Gibt es Gifte? Es gibt Mediziner, die sagen, ja, die Giftstoffe sind da, die werden aufgenommen, aber unsere Körper können das ja entgiften. Und wenn wir nicht gerade von akuten Vergiftungen sprechen, wenn jemand die Putzmittelflasche versehentlich ausgetrunken hat oder wenn jemand mehr oder weniger absichtlich eine ganze Schmerzmittelpackung geleert hat oder wenn vielleicht früher ein Thermometer, ein Quecksilberthermometer kaputt gegangen ist und wir Quecksilberdämpfe eingeatmet haben. Dort spricht man von akuten Vergiftungen, die sind lebensgefährlich. Bei den chronischen Belastungen, Giftstoffbelastungen, da ist man sich nicht so ganz einig in der Wissenschaft und in der Medizin, wobei das auch langsam anfängt, sich zu öffnen, sage ich mal. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel spricht davon, offiziell, dass 80% der chronischen Erkrankungen auf diesem Planeten der Menschen zusammenhängen mit chronischen Toxinbelastungen. Und wir wissen, obwohl solche Giftstoffe sehr schwierig zu messen sind im Körper, dass ungefähr 400 bis 800 Giftstoffe im Blut der Menschen gemessen werden können. Obwohl das, was im Blut ist, noch lange nicht das ist, was wirklich im Körper ist. Das, was im Blut ist, ist das, was heute mobil ist, was unterwegs ist im Blut. Das, was im Gewebe und den Organen abgelagert ist, das bleibt meistens versteckt. Also dürfte diese Zahl von 400 bis 800 Giftstoffen eher schmal angesetzt sein. Gleichzeitig wissen wir, dass wir in der Industrialisierungszeit ungefähr 100.000 verschiedene Chemikalien in die Umwelt gebracht haben. Und ja, natürlich, es gibt Grenzwerte. Das ist bei der Mobilfunkstrahlung auch so. Es gibt Grenzwerte. Es gibt für Giftstoffe auch Grenzwerte. Nur frage ich dann häufig meine Patienten, was glauben Sie? Wer hat die Grenzwerte festgelegt? Mit welchen Kriterien? Und hat jemand dabei bedacht, dass sie gleichzeitig zu Quecksilber, wie wir sehen in der Analyse, auch Bleirückstände im Körper haben, dass gleichzeitig Kosmetikarückstände da sind? Jetzt haben Sie über 10 Jahre Schmerzmittel genommen. Was denken Sie, was ist zurückgeblieben in Ihrem Körper? Und über die Nahrung, die Sie täglich aufnehmen, über das Wasser zum Beispiel, die Giftstoffe, die da mit einfließen. Und was passiert mit diesem Mix, mit diesem Zaubertrank, der da hergestellt wird? Was passiert, wenn das anfängt, sich zusammenzumischen und anfängt zu blubbern? So wie bei Asterix im Zaubertrankkessel. Was passiert da? Ja? Und diese Überlegung wird oft nicht gemacht. Es wird generell in der Wissenschaft immer geschaut, was können wir zu der
Quelle, zu dem Stoff, zu der Strahlungsquelle sagen und versucht dann das Ganze zu reduzieren auf dieses eine Ding. Und gerade in der Thematik der Entgiftung müssen wir anfangen, viel größer zu denken, dass wir wirklich eingebunden sind in etwas, in einen großen Lebensraum. Wir sitzen alle im selben Boot und das macht nicht vor uns Halt. Was wir durchaus wissen, auch in der Medizin, ist, dass wir zum Beispiel hier solche Schlackenbildungen kennen. Wenn Säuren oder Gifte im Körper liegen bleiben, werden die sehr oft mit Mineralstoffen zusammen gebunden, quasi neutralisiert und werden zu einem Neutralsalz. Und das ist dann schon ein etwas größeres Molekül, das oft auch schwer ausgeschieden werden kann. Und wenn das nicht mehr ausgeschieden werden kann, bleibt es irgendwo liegen, ob das in einem Organ oder in einem Bindegewebe oder Fettgewebe ist, und muss oft mit Wasser und mit Fett quasi eingepackt, neutralisiert werden, damit es keinen Schaden anrichtet, keinen weiteren Schaden. Und dort bleibt es eben oft im Gewebe liegen. Und vielleicht haben Sie schon einmal diese etwas unangenehme Erfahrung gemacht, dass der Masseur Ihnen eine Bindegewebsbehandlung verabreicht hat und Sie festgestellt haben, dass da jeder Zentimeter der Haut wehtut, wenn man die ein bisschen durchknetet und ein bisschen durchrollt. Und dann wissen wir, da geht es in der Regel um solche Ablagerungen, die es zwar bis zur Haut geschafft haben, aber nicht darüber hinaus. Und die können sich buchstäblich anlagern und fühlen sich dann entsprechend auch schmerzhaft an. Und wenn das ein-, zweimal richtig durchgearbeitet ist, kann es sein, dass man nachher auch entsprechende Entgiftungsbeschwerden hat. Vielleicht schläft man mal schlecht, es könnte eventuell Kopfweh geben, es könnte auch mal Schleim aus der Lunge abgehustet werden oder je nachdem vielleicht auch die Urinfarbe sich verändern. Die Dinge werden dann in Bewegung gebracht und ausgeschieden. Das wäre also bereits eine Lösungsmöglichkeit, dass man auch das Bindegewebe äußerlich einmal durcharbeitet. In die Organe hinein kommen wir nicht so gut, aber äußerlich können wir das machen. Und etwas, was auch bekannt ist das hier. Sie sehen hier einen Gewebeschnitt eines Kieferknochens. Und da hat es schwarze Punkte drin. Und diese schwarzen Punkte, das sind Quecksilberablagerungen. Sie wissen vielleicht, einige von Ihnen haben das miterlebt, vielleicht auch noch immer inkorporiert. Amalgamfüllungen zum Beispiel, die aus Quecksilber, aus Silber, aus Zinn, aus Kupfer angemischt sind. Die haben die Tendenz, dass sie Quecksilber und andere Metalle verdampfen. Und es kann auch sein, dass innerlich von der Füllung etwas durch die Wurzelkanäle durchrinnt und sich dann im Kieferknochen ablagert. Und das ist eine etwas unangenehme Geschichte. Wenn wir es da nämlich haben im Kieferknochen, ist es schwierig, das wieder zu entfernen, außer durch Operationen. Das weiß man, dass das stattfindet und muss das dann wirklich zum Teil chirurgisch auch entfernen, weil diese Giftstoffe, die bleiben dann trotzdem nicht da abgelagert, die fangen wirklich auch weiter an zu streuen und sind natürlich, da der Knochen durchblutet ist, auch immer dabei wieder ausgewaschen und weiter transportiert zu werden. Das ist einfach ein Beispiel aus der Praxis, wie so etwas aussehen kann. Gut, dementsprechend müssen wir erkennen, Entgiftung ist ein großes Wort, das kann man nicht mit einer Schlagzeile einfach so abtun. Das hat wenig damit zu tun, eine 30-Tages-Challenge zu machen oder einfach mal zu fasten, sondern heute sehen wir uns relativ komplexen Herausforderungen gestellt, wie wir diese Giftstoffe tatsächlich aus unseren Körpern herausbringen. Und da gibt es eigentlich 4 Worte, die ich hier anstrenge dazu. Wir müssen fähig sein, die Giftstoffe zu lösen aus dem Gewebe, aus den Organen, wenn sie fest abgelagert sind. Denken wir an den Kieferknochen. Dann ist es wichtig, dass die Toxine nicht einfach frei herumschwimmen, weil wenn sie mal gelöst sind, ins Blut gehen, können sie übers nächste Eck wieder reinkommen und lagern sich einfach an einem neuen Ort ab. Das heißt, wir machen hier einen Giftstofftourismus im Körper. Das hilft nicht wirklich. Dementsprechend sollten Giftstoffe gebunden werden können im Körper. Und dann müssen sie bewegt werden, dass sie letztendlich auch wirklich zum Ausscheidungsorgan, zur Körperöffnung gelangen. Und eine Körperöffnung, wo entgiftet werden kann, kann auch das Ohr sein. Ich habe oft beobachtet,
wenn ich stärker entgiftet habe, dass ich zum Beispiel deutlich mehr Ohrenschmalz bekommen habe. Dass auch diese Körperöffnung genutzt wird, um Giftstoffe loszuwerden. Und letztendlich eben das Ausscheiden. Und wenn wir diese 4 Schritte entsprechend überbrücken können, egal welche Toxine sich im Körper befinden, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir Toxine wirklich loswerden und nicht einfach nur umlagern und hin und her schieben. Es gibt einige Fachbegriffe, die wir vielleicht klären können. Man spricht von körpereigenen Giftstoffen. Das ist das, was ich Ihnen am Anfang erzählt habe. So wäre das eigentlich von der Natur angedacht. Dass Nebenprodukte aus dem Stoffwechsel, Nebenprodukte aus Verdauung, aus Organfunktionen oder vielleicht auch aus Entzündungen, die müssen irgendwann abgebaut werden, damit das System sauber bleibt. Dann haben wir die Hormone, die Enzyme, die Hilfsstoffe, die unsere Organe und Zellen produzieren. Selbst Antioxidantien müssen abgebaut werden. B-Vitamine, die von der Darmflora produziert werden, die werden irgendwann verbraucht und abgebaut. Adrenalin als Hormon. Ich werde heute nach dem Vortrag wahrscheinlich ein paar Adrenalinmoleküle abzubauen haben. Das ist ganz normal, das muss irgendwann abgebaut werden, weil sonst können sie sich anlagern und schädlich werden. Dann der große Bereich der sogenannten exogenen, also der zugeführten Toxine. Das ist das, was uns heute eben besonders beschäftigt. Die allgemeine Umweltverschmutzung. Ich komme nachher zu einigen Fakten dazu. Dann die Schwermetalle, die wirklich von, man kann sagen, allen Gremien heute als großes Problem erkannt werden. Pestizide, Tabak, Nikotin, alle Stoffe, die zugeführt werden, in diesem Fall über die Lunge, aber genauso in unserem Körper landen. Verschiedene Bakterien und Pilzgifte. Wenn unser Darm mit Pilzen belastet ist, die scheiden tagtäglich Giftstoffe aus, die müssen entsorgt werden. Und dann könnten wir ins Unendliche gehen. Wir haben Kosmetika, Medikamente schon angesprochen, Baugifte. Ich bin froh, dass wir morgen ein Referat bekommen werden über das natürliche Bauen, weil da liegt so viel drin. Wenn wir die modernen Bauarten anschauen, mit so viel chemischen Produkten, das fängt zu äußerst bei den Farben an, bei den Putzen und so weiter, bei den ganzen Lösungsmitteln, die da gebraucht werden, Dichtungen, Weichmacher in Dichtungen, Dämmmaterialien, die oft über Jahre oder Jahrzehnte abgasen, Formaldehyd, Konservierungsmittel abgasen, Möbel, die gekauft werden, Billigmöbel, die mit verleimten Holzplatten gemacht sind. Dieses Möbel hier, das gibt keine Giftstoffe frei, das ist reines Holz. Aber da müssen wir wirklich auch sehr, sehr aufpassen. Da hilft oft das Lüften durch die Wohnung nicht unbedingt, weil ein solch billiges Möbel kann über Jahre Giftstoffe abgasen, die wir letztendlich alle wieder über die Lunge aufnehmen und die auch wieder entgiftet werden muss. Also da geht es unendlich weiter. Etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, sind auch die Nahrungsmittelzusatzstoffe. Wenn wir Nahrungsmittel essen, die vorbehandelt sind, konserviert sind, haltbar gemacht sind, dann hat das oft eine riesige Liste von sogenannten E-Nummern drin. Das sind oft auch chemische Verbindungen. Zum Teil sind sie natürlicher Art, aber sehr oft auch chemisch, toxisch und die müssen abgebaut werden. Also schauen wir doch bitte, dass wir hier unseren Körpern einfach nicht zu viel zumuten. Und wir können wie beim Elektrosmog zu Hause jede Menge tun, um eben unsere Körper nicht noch mehr zu belasten und ihnen noch mehr Aufgaben zu geben. Und dann müssen wir unbedingt von den sogenannten neuen Umwelttoxinen sprechen, die modernen, ganz modernen Verschmutzungen. Wir haben jede Menge schon gehört davon in den letzten Tagen. Hier geht es natürlich primär um die Mikrowellenstrahlung, um den Elektrosmog, der unsere Zellen schwächt und zusätzlich die Entgiftung verlangsamen kann, weil Elektrosmog uns auch wirklich Vitalstoffe wegfrisst. Und wir haben bereits schon über Gedanken und Gefühle gesprochen. Was auch nicht zu unterschätzen ist in der heutigen Zeit, ist die Lärmbelastung, Schallbelastung. Wenn wir in bevölkerungsreichen Regionen oder Städten leben, Infraschall von Windrädern zum Beispiel wird komplett unterschätzt. Da gibt es weiterhin Studien oder schon länger Studien, die das belegen, dass in Gebieten, gerade in Deutschland zum Beispiel, wo viele Windräder stehen und die Bevölkerungsdichte da ist, dass da große Probleme entstehen können mit Schädigungen des Nervensystems und der Mitochondrien und der Energie.
Auch da müssen wir aufpassen und wachsam sein. Zum Beispiel gerade in der Schweiz sind jetzt große Bestrebungen im Eifer der Energiewende, uns mit Windanlagen zu versorgen, die höchst uneffizient sind und eben große Belastungen mit sich bringen können. Und diese Dinge, die Stressbelastungen, die Lichtbelastungen, die physikalischen Belastungen, die sind eigentlich Kotoxine, also nicht Giftstoffe an sich, es sind physikalische Toxine, aber Giftstoffe, die oft Probleme machen können, indem sie zusammen mit anderen Stoffen zusammenwirken. Sogenannte Kotoxine. Und das wird zum Glück heute auch wirklich mitbedacht. Viele Referenten, Autoren, Buchautoren sprechen heute über diesen Zusammenhang der Kotoxine. Ich habe es angetönt, wir sitzen alle im selben Boot. Und hier ist eine Grafik, die uns zeigt, dass wir auch im Westen, wenn wir sogenannt viel Umweltschutz betreiben und viel auf die Umwelt achten, dass wir keineswegs irgendwo gefeit sind, in dieser ganzen Toxinflut besser dazustehen als jemand, der in einem Drittweltland lebt. Und hier sehen wir, wie die Flüsse weltweit verschmutzt sind. Und selbstverständlich gerade dort, wo viel Landwirtschaft betrieben wird, mit den vielen Giften, die dort eingesetzt werden, von Kunstdüngern über Spritzmittel und so weiter, dort, wo viel Industrie stattfindet, in den bevölkerungsreichen Gebieten, und da gehört Europa nun mal dazu, jedes Land in Europa, dort haben wir eine hohe Dichte an Giftstoffen, zum Beispiel im Wasser. Dasselbe gilt für die Luft. Das sieht vielleicht in Alaska noch etwas anders aus. Dort ist einfach die Verschmutzung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber selbst wenn wir ganz viel tun für unsere Umwelt, und das tun wir, so gut wir können, ist einfach die Thematik da, dass wir wirklich alle im selben Boot sitzen. Wir trinken immer wieder vom selben Wasser. Und es kann durchaus sein, dass wir das Badewasser, das wir vor einem Jahr benutzt haben, heute zu uns nehmen als Trinkwasser. Wir sitzen alle im selben Boot. Das muss uns wirklich bewusst werden. Und deshalb ist es eben ein Trugschluss, wenn man sagt, ja, wir im Westen, wir schauen doch zur Umwelt. Das ist nicht ganz richtig, in dem Sinne, dass halt alles immer wieder zu uns zurückkommt. Ein Beispiel aktuell aus der Schweizer Presse, aus der Tageszeitung Blick: Verstümmeln Pestizide unsere Kinder. Es wurde festgestellt, dass mit zunehmendem Pestizidgehalt in den Gewässern der Schweiz und im Süden Deutschlands wieder vermehrt diese sogenannten Dysmelien aufgetreten sind. Dysmelien sind Missbildungen, die man früher gekannt hat von dem Contergan-Skandal. Einige nicken, ich sehe, Sie sind sich dessen bewusst. Contergan, ein Medikament, das in den 60er Jahren bei schwangeren Frauen eingesetzt wurde, um die Übelkeit zu bekämpfen, Schwangerschaftsübelkeit. Und was man aber dann gesehen hat, dass viele Kinder zur Welt gekommen sind mit verstümmelten Gliedmaßen, mit kurzen Armen, missgebildeten Händen, und hat dann festgestellt, dass dieses Contergan eben der Grund war. Und heute stellt man fest, in den Regionen, wo die Belastung durch Pestizide und Agrochemikalien in Gewässern hoch ist, dass dementsprechend auch das Auftreten dieser Dysmelien prozentual häufiger wieder vorkommt. Also das passiert wirklich vor unserer Haustür, in unseren Familien. Muss man sich gewahr werden. Wir haben ein großes Thema Plastik. Werden wir auch heute viel davon hören von einer Spezialistin. Was aber jetzt neu ins Bewusstsein kommt, ist, dass die Schadstoffbelastung im Plastik selber, im Mikroplastik, der vielleicht in den Böden, im Schlick, in den Gewässern und so weiter abgelagert ist, dass dieser Mikroplastik sehr viele Giftstoffe aufsaugt und bei sich behält. Und das ist ein Problem. Mikroplastik entsteht ja, wenn größere Plastikteile sich immer mehr auflösen und kleiner werden und irgendwann mikroskopisch klein sind. Und wenn verschiedene Giftstoffe wie Schwermetalle zum Beispiel an diesem Mikroplastik gehalten werden, dann wird es schwierig. Weil wie können wir aus dem Boden Mikroplastikteile mit vielen Schwermetallen dran wieder herausfiltern? Also da muss noch einiges passieren in der Erkenntnis, wie wir mit diesen Dingen umzugehen haben. Kleine Plastikteilchen sind um ca. 3 bis 4 Mal stärker belastet als
schon das ohnehin kontaminierte Sediment in Flüssen. Das wurde hier von der HAW Hamburg festgestellt, bereits schon 2016. Ein anderes Thema, kurz darauf hinzuweisen, Zigarettenstummel. Einer der häufigsten achtlos weggeworfenen Gegenstände auf der Welt. Mit über 5000 Giftstoffen und nicht abbaubarem Kunststoff. Also was wir uns hier selber als Raucher zuführen würden, wenn wir denn rauchen würden, ist schon beachtlich. 5000 Giftstoffe. Und das bleibt natürlich zum Teil in den Filtern hängen. Und wie oft sehen wir auf der Straße, dass jemand die Scheibe runterkurbelt und schnell eine Kippe wegwirft. Das landet alles wieder in der Umwelt. Und letztendlich finden wir dann bei jeder dritten untersuchten Meeresschildkröte Rückstände von diesen Stoffen im Körper. Ein einzig weggeworfener Zigarettenstummel kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen. Immer wieder daran denken bitte, Wasser kommt immer wieder zu uns zurück. Luft auch. Ich habe bereits schon die Schwermetalle angesprochen gehabt. Ein Beispiel, was bei uns im Westen sehr aktuell ist, sind die Amalgamfüllungen. Diese schwarzen, quecksilberhaltigen Füllungen, die wir hier sehen, die bestehen zum Teil aus Quecksilber, aus Silber, aus Zinn, aus verschiedenen Metallen, die die Tendenz haben zu verdampfen, besonders wenn darauf gekaut wird. Es gibt auch Tests, wo man Kaugummis, die Probanden länger im Mund gehabt haben, getestet hat auf Schwermetalle. Die haben nachher jede Menge Quecksilber enthalten, die gekauten Kaugummis. Also bei jedem Kauvorgang werden hier Metallmoleküle freigesetzt. Und wie ich schon gesagt habe, Schwermetalle sind eigentlich wirklich erkannt worden, dass sie ein großes Problem darstellen. Eine weitere Karte, die wir hier sehen, unseres Planeten, und die sieht ein bisschen anders aus. Also dort, wo entsorgt wird, dort, wo wirklich weniger geschaut wird auf die Umwelt, wo die Abfälle des Westens hingelangen und rezykliert werden, dort finden wir auch höchste Belastungen an Schwermetallen. Aber auch hier ist es so, was in der Luft, im Wasser, im Boden ist, kommt irgendwann zu uns zurück. Und der Green Cross Umweltgiftreport 2016 sagt, die gefährlichsten Umweltgifte, die am meisten Schaden anrichten, sind Blei, Quecksilber, 3- und 6-wertiges Chrom, dann die Radionuklide, also die radioaktiven Stoffe, Pestizide und neu wurde Cadmium hinzugefügt. Da sind wir fast rein bei den Schwermetallen angelangt. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen aus meiner Praxis, wo ich selber gestaunt habe, was in diesen Körpern alles zu finden ist. Ich fange an mit einem Bild einer Haaranalyse eines 10-jährigen Mädchens. Und Sie sehen hier die beiden obersten Balken, die ich hier eingekreist habe. Hier haben wir den Balken für Silber und hier für Aluminium. Und weiter unten sehen wir noch einen sehr hohen Balken für Kupfer. Jetzt meine Frage, wie kann es sein, dass ein 10-jähriges Mädchen bereits solch hohe Metallbelastungen hat? Wo kommt das her? Wir wissen, dass wir im Nabelschnurblut von schwangeren Müttern bereits schon bis 200 Umweltgifte testen können. Das macht vor unseren Kindern, von unseren Säuglingen nicht Halt. Es kann sein, dass es dann beim Stillen weitergeht. Die Muttermilch ist auch eine Entgiftungsmöglichkeit unserer Körper. Und wir wissen, dass in der Schwangerschaft der weibliche Körper ganz stark entgiftet durch die hormonelle Umstellung. Also landen diese Giftstoffe wirklich auch schon bei uns, vielleicht schon im Mutterleib oder später beim Stillen. Und ich habe schon den Fall gehabt, dass ich wirklich einer Mutter sagen musste, bitte hören Sie auf zu stillen. Ihr Kind verträgt nicht die Muttermilch nicht, sondern die Giftstoffe, die darin sind. Diese Frau hatte wirklich praktisch alle Zähne gefüllt mit Amalgam und sie waren mit dem kleinen Kind eine Woche unterwegs in einem Wohnmobil, ein neues Wohnmobil, und sie hat wirklich gesagt, ja, da drin hat so toxisch-chemisch gerochen, die ganzen Möbel haben da Formaldehyd abgegast und so weiter. Und von dem Moment an hatte das kleine Kind nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern dann massivste Hautbeschwerden. Und als wir dann angefangen haben zu entgiften bei diesem Säugling und die Muttermilch abgestellt war, hat das dann gebessert. Das ist eine unschöne Geschichte, aber manchmal muss man zu solch unbeliebten Maßnahmen greifen. In diesem Fall hier, bei dieser Patientin, war es so, dass sie plötzlich einen starken Abfall der schulischen Leistungen
gespürt hat, ein starker emotionaler Rückzug stattgefunden hat und mit ein paar Wochen der intensiven Entgiftung hat sich das komplett wieder gedreht und sie war eigentlich besser beieinander als vorher. Hier haben wir ein klassisches Bild. Eine Patientin mit Jahrgang 1949. Ihre Beschwerden waren Energieprobleme, Richtung Burnout, Darmprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme. Und sie hatte eben ohne Entgiftung und ungeschützt ihre Amalgamfüllungen sanieren lassen. Also rausgebohrt und ersetzt, was eine gute Idee ist, aber eben alles zur rechten Zeit und am richtigen Ort. Und hier sehen wir, wie die Silber- und Quecksilberwerte im Bindegewebe gemessen deutlich in die Höhe geschossen sind. Also hier muss entgiftet werden, damit diese Metalle, zumindest diese, wieder aus dem Körper rauskommen. Dann ein weiteres Bild. Hier haben wir etwas anderes gemacht. Hier haben wir Schwermetalle mobilisiert aus dem Körper und dann im Urin gemessen, wie viel ausgeschieden wird. Und das ist eine Patientin, die hatte in ihren Anfangs 20er Jahren bei einem Zahnarzt gearbeitet und musste damals ohne Schutz, das heißt ohne Mundschutz und mit der Haut, mit den Händen Amalgam ankneten. Das heißt, sie hat über die Dämpfe und über die Haut hat sie pures Quecksilber dauerhaft aufgenommen. Und sie ist, über kurz oder lang ist sie sehr krank geworden und konnte eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Viele Beschwerden, Schmerzzustände, Darmprobleme, neurologische Störungen, Energiemangel, Hypersensibilität, fehlende Belastbarkeit. Und wir haben bei ihr gesehen, wo wir diese Mobilisation gemacht haben der Schwermetalle, dass hier massive Mengen an Quecksilber ausgeschieden worden sind. Zusätzlich Nickel dazu, aber das Quecksilber, das war schon ganz sportlich. Und über die 2-3 Jahre, wo wir jetzt das angedacht haben mit der Entgiftung, wird sie je länger stärker und je länger belastbarer und auch emotional deutlich stabiler. Hier haben wir stark erhöhte Bleiwerte, das ist hier zu sehen, sehr stark erhöhte Bleiwerte. Diese Frau hatte in ihren Zähnen hier Wurzelbehandlungen drin. Und wir gehen heute davon aus, dass diese mit Blei belastet waren, diese Wurzelbehandlung. Weil sie hat nämlich, dort wo die Zahnwurzeln drin waren, hat sie blaue, violette Striche bekommen. Und das deutet immer auf eine Bleibelastung hin. Und da mussten wir auch entgiften, Blei konkret ausleiten und die Symptome der Schlaflosigkeit, der Immunsystemstörungen, der psychischen Instabilität und des Energiemangels sind sehr, sehr schnell zurückgegangen. Nebenbei musste sie auch ihr Arbeitspensum etwas reduzieren, was sinnvoll gewesen ist. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Darm. Der Darm spielt eine ganz wichtige Rolle der Entgiftung, weil dort sollten wir sinnvollerweise jeden Tag mindestens einmal Giftstoffe loswerden. Wenn das nicht passiert, haben wir meistens eine Vergiftung aus dem Darm in den Körper. Und gerade Giftstoffe, die aus dem Körper ausgeleitet werden sollten, wenn die zu hoch konzentriert sind, können die im Darm einiges an Problemen anrichten. Weil wir haben hier im Darm Mikroorganismen, Bakterien, auch Pilze und verschiedenste Organismen, die hier leben, die uns wirklich helfen zu entgiften. Aber wenn die zu stark überladen werden mit Umweltgiften, dann haben die selber wieder ein Problem und fangen an abzusterben. Und mit der Zeit ist es sogar so, dass zum Beispiel auch die Darmschleimhaut hier entzündet werden kann und auch durchlässig wird. Dann sprechen wir von diesem durchlässigen Darm oder vom Leaky Gut Syndrom. Und alles, was dahin durchsickert, also nicht sauber herausgefiltert wird, finden wir später wieder im Blut. Und das geht zunächst wieder zur Leber zurück. Die Leber, die die Giftstoffe ausgeschieden hat, zum Darm geleitet hat, wird später wieder davon kontaminiert. Und dort sprechen wir dann von diesem sogenannten enterohepatischen Kreislauf, der dann immer wieder von vorne anfängt. Deshalb sind Leber und Darm ganz zentral in dieser Entgiftung. Und vielleicht haben Sie das gewusst. Früher hatten wir ja in Desinfektionsmitteln, zum Beispiel Merphen, hatten wir Quecksilber und Silber drin. Warum? Die sind antibakteriell. Heute macht man das nicht mehr.
Aber früher hat man mit Quecksilber Infektionen behandelt, wobei dann immer fraglich war, an was die Patienten letztendlich gestorben sind. Aber letztendlich ist es so, dass gerade Schwermetalle wirklich antibakteriell wirken. Und antibakteriell kann auch heißen, dass unsere guten Bakterien wie durch ein Antibiotika im Darm abgetötet werden und diese Schutzschicht über die Darmschleimhaut immer mehr abnimmt. Und irgendwann haben dann auch die Giftstoffe tatsächlich die Darmschleimhaut erreicht und sind dann schnell wieder im Blut drin. Also auch da ist es ganz wichtig, dass wir schauen, die Stuhltätigkeit, die Darmtätigkeit und die Ausscheidung zu optimieren mit faserreichen Produkten. Es geht halt nicht, wenn wir nur Weißbrot und süßen Brotaufstrich und vielleicht Dosennahrung zu uns nehmen, fettigen Fastfood und kaum Fasern zu uns nehmen. Das wird dann einfach zu wenig durchgeputzt und bleibt oft im Darm hängen, wobei auch da in dieser Nahrungsaufnahme oft viele Giftstoffe drin sind. Also auch hier ganz wichtig, der Darm muss durchgeputzt werden und muss regelmäßig ausscheiden können. Je weniger lang die Giftstoffe da drin bleiben, umso besser. Und hier vielleicht auch noch ein Hinweis darauf. Wir sehen hier eine Grafik aus den USA. Glyphosat ist ein Totalherbizid, also ein Unkrautvernichtungsmittel, das insbesondere bei gentechnisch veränderten Kulturen eingesetzt wird. Und hier hat man zwei Kurven aufgezeichnet. Die gelben Balken zeigen uns die Anzahl der Diagnosen von Zöliakie, das heißt von stark allergischen, entzündlichen Darmerkrankungen, die insbesondere mit dem Konsum von Gluten oder Getreiden zusammenhängen. Und die schwarze Kurve ist die Menge an Glyphosat von diesem Spritzmittel, das ausgebracht wurde in den USA. Und hier sehen wir zumindest eine ganz auffällige Parallele zwischen diesen beiden Kurven, dass auch hier die Giftstoffe wahrscheinlich eine Schädigung der Darmschleimhaut oder des Immunsystems hervorgerufen haben und entsprechend zu Diagnosen oder Hospitalisationen in den USA geführt haben. Dann kommen wir zur Leber. Zeichen für eine überlastete Leber. Der eine oder die andere wird sich vielleicht auf dieser Liste wiederfinden. Chronische Müdigkeit. Ich möchte dazu sagen, all diese Symptome sind nicht einfach nur auf eine überlastete Leber zurückzuführen. Natürlich nicht. Aber wenn sich das häuft und verschiedene Symptome bekannt sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Leber insbesondere eine Rolle spielt dabei. Schwitzen, Schlafstörungen, insbesondere zwischen 11 und 3 Uhr morgens, wenn man unruhig schläft, wenn man aufwacht. Am Morgen mit Gehirnnebel aufwacht, das Gefühl hat, man hätte nicht geschlafen und man lebe unter einer Glocke. Dann besonders starker Körpergeruch, in der Regel etwas beißender Körpergeruch, schlechter Atem, ganz verschiedene Hauterkrankungen, auch Muskel- und Gelenkschmerzen. Oft sind Gelenke und Muskeln der Ablagerungsort für Giftstoffe, die von der Leber zurückgestaut werden. Dunkler Urin und insbesondere auch die heute auf den Autobahnen und Straßen der Welt zu sehenden Emotionen wie Frustration, Ärger, Groll oder Zorn, die sich gerne in der geschützten Atmosphäre eines Autos entladen können und nach außen projizieren, wenn die Lichthupe oder die Signalhupe ertönt. Das kann also durchaus sein, dass auch solche Emotionen stark auf eine belastete Leber hindeuten. Und das bessert sich, wenn man hier ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Ich habe diesen enterohepatischen Kreislauf angesprochen, was hier passiert zwischen Darm und Leber. Giftstoffe, die von der Leber ausgeschieden oder ausgefiltert werden, die können von der Leber nicht einfach direkt weggeschoben werden, sondern die werden primär über die Verdauungssäfte, die die Leber produziert, werden die mitgeschickt, quasi mit eingepackt und wandern dann über den Dünndarm in den Dickdarm und sollten hier ausgeschieden werden können. Wir haben aber hier, besonders am Ende des Dünndarmes, eine Zone, wo ganz viele Stoffe aufgenommen werden. Zum Beispiel die Nährstoffe aus der Nahrung, die sollten ja da zur Leber kommen, die sollten da reingehen. Und die Gallensäuren, die werden dort auch zurückgeholt. Das ist also ein Abschnitt im Darm, der höchst resorptiv ist.
Und wenn da besonders viele Giftstoffe vorbeikommen, die vorher von der Leber ausgeschüttet worden sind, werden auch die sehr gerne wieder zurückresorbiert und gehen vorne raus bei der Leber, kommen hinten wieder rein. Und so können wir wunderbar ein toxisches Karussell organisieren, wenn wir diese Giftstoffe nicht abbinden im Darm und sicher zur Ausleitung bringen. Die Leber ist ein Wunderorgan und sie ist übersät mit kleinen und kleinsten Kanälen. In jeder Zelle, Leberzelle, werden hier Verdauungssäfte produziert. Und all diese Säfte und auch die Giftstoffe, die dort ausgefiltert werden und dann über die Leber ausgeschieden werden sollten, die kommen von den kleinsten Kanälen immer wieder in größere Drainagegebiete, bis sie letztendlich dann in den großen Kanälen hier landen, in der Gallenblase landen und wenn Verdauung benötigt ist, Verdauungssäfte, werden diese ausgeschieden, zusammen mit den Toxinen. Jetzt kann es aber sein, wenn eine Leber über Jahre und Jahrzehnte überlastet ist, dass diese ganzen Gänge buchstäblich zugehen, zugemüllt sind. Und ich habe hier das Bild eingefügt einer verkalkten Wasserröhre. Es ist wirklich oft so, dass diese Gänge mit Gallengrieß, mit Lebergrieß, mit Schleimsubstanzen zugemacht sind und dass dieser Fluss in diesem Leber-Galle-System gar nicht mehr stattfindet. Und dann können wir natürlich nicht mehr von Entgiftung sprechen, sondern nur noch von der Verwaltung der Giftstoffe. Die werden dann eben zum Teil zurückbehalten in der Leber oder wieder zurückgeschoben in den Körper, wo sie dann entsprechend an Organen und in Geweben Schwierigkeiten verursachen können. Und eine Möglichkeit, diesen ganzen Fluss am Laufen zu halten, sind zum Beispiel Bitterstoffe. Nicht sehr beliebt bei den Konsumenten. In der Nahrung hat man Bitterstoffe, könnte sagen, weggezüchtet. Chicorée-Salat schmeckt heute süß und nicht mehr bitter. Grapefruits sind heute schon fast ein Dessert. Früher war das sehr bitter. Ja? Bitterstoffe sind fast aus unserer Ernährung verschwunden. Und ich möchte Ihnen hier ein Produkt vorstellen, das Heidelberger 7 Kräuterpulver. Es ist nicht ein Produkt, das man so am Markt kaufen kann. Es gibt viele Hersteller, die das produzieren in Form von Pulver oder von Tinkturen. Da gibt es in Deutschland einige Hersteller, die diese Rezeptur verwenden, in der Schweiz ebenfalls. Das wird weltweit benutzt. Und dieser Kräuterkundige Bertrand Heidelberger hat selber viele gesundheitliche Beschwerden gehabt und hat angefangen mit Kräutern zu experimentieren und ist am Ende auf diese Rezeptur mit diesen 7 Kräutern gekommen. Und da sind zum Beispiel ganz bittere Sachen drin, wie der Wermut oder die Schafgarbe. Schafgarbe bringt Blut und Lymphe in Bewegung. Also wenn Sie irgendwo Stauungen haben im Körper, versuchen Sie es mal mit Schafgarbe. Kümmel, Fenchel, das sind Kräuter, die die Verdauung harmonisieren, die antibakteriell wirken. Und so hat er gesehen, oder das beschrieben, gesagt, es heilt die kranken Speichel- und Schilddrüsen, reinigt den Magen und die Nieren von dem gefährlichen Schleim und sorgt dafür, dass die tägliche Nahrung richtig und naturgemäß verarbeitet wird, sodass es eben täglich frisches, reines, gesundes Blut gibt. Das ist das Ziel, dass durch Verdauung und Aufnahme von Stoffen frisches, gesundes Blut entsteht und dass die Schlacken weitergeführt werden können. Es befördert den Stuhlgang und zerstört den Schleim, der die Stoffwechselkrankheit, das Bruchleiden, die Hämorrhoiden, den Krebs, die Augenkrankheit, das Blindwerden und andere Krankheiten erzeugt. Wenn man das liest, könnte man meinen, das wäre jetzt das Allerheilmittel und es braucht nur noch das. Es ist ein Puzzleteil in verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, aber den Fluss der Säfte im Körper, des Blutes und der Lymphe, die Säfte in der Leber, die Möglichkeit der Ausscheidung über die Niere, über die Haut, über den Magen, den anzuregen, das kann man wunderbar tun mit dem Heidelberger Kräuterpulver. Und ich arbeite sehr viel und erfolgreich damit in meiner Praxis. Gehen Sie in die Literatur. Es gibt auch dieses Buch, das 7 Kräutererbe, zu kaufen am Handel. Haben wir nicht hier auf dem Büchertisch. Und wie gesagt, verschiedene Erzeugnisse, die mit dieser 7 Kräuter-Rezeptur arbeiten. Eine wunderbare Sache, wobei ich wirklich am ehesten das Pulver empfehle,
Da muss man schauen, wie man das einnehmen kann. Es ist wirklich sehr, sehr bitter, aber sehr, sehr mit hohem Potenzial. Vielleicht haben Sie auch schon solche Bilder gesehen. Das sind alles Ausscheidungen, die direkt aus der Leber kommen, nach solchen sogenannten Leberreinigungen. Das hier hat nichts mit Leberentgiftung zu tun, sondern hier werden erst einmal die Lebersteine und das Lebergrieß aus den Gängen herausbefördert, damit später dann die Entgiftung der Leberzellen überhaupt stattfinden kann. Aber wenn der Gang verstopft ist, kann auch nichts weiteres rausgehen. Und das ist recht imposant, wenn man das selber einmal macht, wenn man dann sieht, was da aus der Leber alles rauskommt. Das sind wirklich buchstäblich größere, kleine, verschiedenfarbige, harte, weiche Steine. Sie sehen hier einige Beispiele in verschiedenen Größen und Farben. Wenn man das mehrfach macht, wird mit der Zeit das viel weniger. Es kann sein, dass irgendwann keine solchen Steine oder Klumpen mehr kommen, sondern nur noch Schleim. Gewisse Autoren sprechen darüber, dass sogar Parasiten ausgeschieden werden aus der Leber und dass da wirklich die Gänge freigewaschen werden. Und dann kann die Entgiftung beginnen. Das heißt aber, wenn wir das unvorbereitet tun, kann es schon mal sein, dass die Entgiftung des Körpers nicht mehr mitkommt. Das habe ich selber erlebt, darum sage ich das auch. Bitte gehen Sie mit dem etwas vorsichtig um. Ich habe gedacht, im jugendlichen Leichtsinn, das könnte ich alles verschmerzen, habe das schnell mal gemacht, in einer stressigen Woche, habe mich nicht gut vorbereitet, eigentlich gar nicht, muss ich zugeben, und habe das Gefühl gehabt, wenn dann die Steine draußen sind, sei alles gut. Das war auch gut so, ich habe mich sehr gut gefühlt, erleichtert, habe ungefähr 60 solcher Steine ausgeschieden, aber die Entgiftung, die hat nachher eingesetzt. Und dann habe ich mehrere Wochen Beschwerden gehabt, der Darm hat nicht mehr richtig mitgemacht, Müdigkeit, zum Teil Kopfschmerzen, war nicht so optimal, aber es ist gut, dass es mir passiert ist und nicht Ihnen. Darum warne ich Sie ein bisschen, gehen Sie damit bitte vorsichtig um und bereiten Sie sich gut vor auf diese Leberreinigung. Und wie geht das? Also, Sie sehen hier Leberreinigung nach Dr. Clark und nach Andreas Moritz, das sind bekannte Namen, die haben das, ich sage mal, begonnen und weitergeführt. Das sind eben die beiden Methodiken, die ich selber angewandt habe und die zum Teil nicht empfehlenswert sind, weil sie viel zu rabiat sind. Man scheidet den Stuhlgang aus dem Darm durch verschiedene Salze aus, Bittersalze, Glaubersalz. Der Darm leert sich und dann kann man mit Olivenöl, mit Grapefruitsaft oder Zitronensaft die Leber quasi auspressen. Funktioniert wunderbar, aber sehr oft ist es so, dass die Leber dann in einem Vakuum zurückbleibt, weil einfach dann viel zu viele Giftstoffe hinterherkommen und die Leber, die vorher vielleicht schon mit einem Nährstoffmangel zu kämpfen hatte, der geht es nachher nicht besser. Also kommt man eigentlich vom Regen in die Traufe. Das, was mir passiert ist. Und jetzt der Florian Sauer, das ist ein deutscher Gesundheitslehrer, der hat angefangen, dieses System aufzunehmen und zu verbessern. Und der legt sehr großen Wert darauf, dass man zum Beispiel die Darmreinigung nicht mit diesen Bittersalzen macht, sondern hier mit der Cassia fistula. Das ist eine Pflanze, die genauso die Ausscheidung aus dem Darm fördert und gleichzeitig aber auch Giftstoffe mitnimmt. Also haben wir schon mal etwas getan für den Darm und der empfiehlt sehr, dass vor und nach dieser Leberreinigung intensiv Gemüsesäfte konsumiert werden und auch Gras- und oder Wildkräutersäfte. Warum? Weil diese Nahrungsmittel sehr viele Mineralstoffe enthalten, sehr viele Enzyme enthalten, die wir letztendlich brauchen, um die Giftstoffe nach der Reinigung aus der Leber herauszuholen, zu binden, zu neutralisieren und tatsächlich auch auszuscheiden. Sie können sich vielleicht an das Bild erinnern vom Anfang: lösen, binden, transportieren, ausscheiden. Und ich empfehle meinen Patienten heute nur noch diese Anwendung nach Florian Sauer zu machen. Wir haben auf dem Büchertisch diese DVD zu kaufen. Dort bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um diese Leberreinigung sicher und gut durchzuführen.
Es gibt bestimmte Pflanzen, die insbesondere für die Leber sehr hilfreich sind, um eben den Mineralstoff- und Enzymgehalt in der Leber zu erhöhen. Wichtig dabei ist, dass Sie, wenn Sie Gemüse entsaften, dass Sie einen langsamen Entsafter kaufen, der maximal 80 Umdrehungen pro Minute aufbringt. Es gibt auch Entsafter, die mit Zentrifugalkraft arbeiten, die haben dann bis zu 15.000 Umdrehungen. Das heißt, die Möhre oder die Rande oder der Salat, den Sie durchlassen, der wird massiv erhitzt und dadurch gehen wieder Nährstoffe kaputt. Das ist recht uneffizient und macht jede Menge Lärm in der Küche. Und die langsamen Saftpressen, die machen das viel, viel schonender und die Nährstoffe werden erhalten. Und wir machen es ja wegen den Nährstoffen. Warum essen wir nicht einfach Äpfel und Möhren und Fenchel und würzen mit Kurkuma? Warum machen wir das nicht? Weil wir diese Mengen an Nahrungsmitteln, die wir für die Entgiftung brauchen, gar nicht verdauen könnten. Wenn wir hier kistenweise Äpfel und Möhren essen, wird das schwierig für unsere Verdauung. Und wir müssen ja schauen, dass wir Aktivität in den Organismus hineinbringen, durch Enzyme, Vitamine und Mineralstoffe, die ihrerseits bei der Entgiftung helfen. Und deshalb ist es gut, wenn wir konzentrierte Nährsäfte herstellen können, die uns helfen, die Giftstoffe nachher wirklich auszuscheiden. Das heißt aber nicht, dass Sie nichts mehr essen sollten. Und auch die Faserstoffe, die in diesen Nahrungsmitteln enthalten sind, die sind sehr, sehr gut. Sie können zum Beispiel den Trester, der hinten aus der Presse herauskommt, weiterverarbeiten und auch diese Kraft der Fasern weiterhin nutzen. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir wirklich entgiften wollen und insbesondere zum Beispiel die Leber auf die Leberreinigung vorzubereiten, intensiv mit Säften arbeiten können. Und das ist etwas, was wir nicht als Tablette, als Flüssigkeit in irgendeiner verarbeitenden Form zu uns nehmen können, sondern wir können das beim Bauern einkaufen, im Bioladen einkaufen. Wir können sogar die Bauern damit unterstützen und ihnen ein bisschen Mut geben und unter die Arme greifen, dass sie wieder anfangen, vermehrt gesunde Produkte zu produzieren. Weil da ist es auch ganz wichtig, wenn wir einfach größere Mengen an Massenwaren einkaufen, haben wir nie die Gewissheit, woher das kommt und wie viele Giftstoffe da wieder mittransportiert werden. Deshalb ist hier, wenn wir anfangen zu entsaften, ganz wichtig, dass wir beste Qualität an Nahrungsmitteln bekommen. Wir haben zum Beispiel hier die Nummer 8, Ingwer. Das hier, ein ganz wichtiger Bestandteil, Rucola, eben Kurkumapulver, Löwenzahn, dann auch die verschiedenen Gräser. Hier können wir Gerstengras, Weizengras pressen und wenn das mal nicht vorhanden ist, können Sie gerne auch beim Bauer auf der Wiese etwas Gras mähen. Das geht auch. Am besten einfach halt dort, wo es eine extensive Wiese ist und wo der Bauer mit dem Jauchefass nicht vor 2 Tagen drüber gefahren ist. Aber das geht auch. Also diese Pflanzen und Nahrungsmittel, die enthalten wirklich viele kolloidale, verfügbare Mineralien, die unser Körper wirklich verarbeiten kann und die nicht irgendwo auch wieder Schlacken verursachen. Dann Leber- und Darmheilmittel Nummer 1. Ich gehe davon aus, dass einige von Ihnen bereits schon überflutet worden sind mit Artikeln und Büchern und YouTube-Beiträgen über Stangensellerie. Das tue ich jetzt gerade gleichwohl noch einmal mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass ein buchstäblicher Hype entstanden ist um Sellerie und Stangensellerie und insbesondere die Säfte, die daraus gemacht werden. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Stangensellerie ein ganz wichtiges Heilmittel ist, gerade in der Leberreinigung, gerade vor einer solchen Leberreinigung und nachher, weil bekannt geworden ist, dass dieser Stangensellerie enorm viele verschiedene Natriumsalze enthält, sogenannte Clustersalze, die fähig sind, Giftstoffe schon mal einzusammeln und zu binden und gleichzeitig auch die Zellwände zu schützen, antibakteriell zu wirken und vor allem auch die Gallensalze, die Gallensäuren und die Magensäureproduktion anzuregen. Alles, was wir brauchen für eine gesunde Verdauung und für die Reinigung der Schleimhäute. Man sagt auch, Stangensellerie senkt die Leberhitze. Also eine überhitzte, gestaute, toxische Leber kann dadurch schnell entlastet werden. Und
Der sogenannte Schleim, der sich oft in den Organen ablagert, der eben auch von Bertrand Heidelberger erwähnt wurde, der wird mit Stangensellerie gut ausgeschieden. Also diese Mineralsalze, die binden Giftstoffe an sich, können sogar Gallensteile verkleinern und weiten die Leber-Gallengänge auf, damit diese zugeklebten Wasserröhren wieder durchlaufen können. Ich habe es mal versucht, ein Glas reinen Stangensellerie zu mir zu nehmen. Ist nicht so schmackhaft. Also es macht durchaus Sinn, wenn man die weiteren Möglichkeiten, die hier drauf sind, nutzt, einen halben Apfel dazu gibt, etwas Gurke, etwas Kohl vielleicht dazu, Löwenzahn, Gräser, dann wird das Ganze etwas abgemildert. Das macht durchaus Sinn. Und auch hier, vielleicht sollten Sie einmal langsam beginnen. Ich habe gemerkt, am Anfang, wo ich das gemacht habe, so ein Glas pro Tag hat gerade schon mal gereicht. Ich habe gemerkt, so die ersten Tage habe ich nicht so gut geschlafen. Die Leber hat nachts intensivst gearbeitet und am Morgen hat sich das entsprechend etwas angefühlt, so wie mit der Glocke über dem Kopf. Nach 3-4 Tagen ging das besser. Ich konnte mehr zu mir nehmen. Da wird zum Teil empfohlen, dass man bis zu 2 oder 3 Liter Saft am Tag trinkt. Aber bitte schön langsam, schön geordnet einbauen und daneben eben auch gute Nahrungsmittel zu sich nehmen, die viele Fasern und viele Nährstoffe enthalten. Bitte schauen Sie darauf, dass Sie in solchen Entgiftungsphasen nicht zu viel Getreide essen. Am besten, wenn Getreide, dann nur Hafer. Weil Hafer enthält sehr viele gute Faserstoffe, die für unseren Darm sehr zuträglich sind. Und wenn es geht, auch keine Milchprodukte. Rohmilch ist wieder etwas anderes. Rohmilch ist deutlich besser verträglich als normale Kuhmilch aus dem Tetrapack und deren Erzeugnisse. Aber wenn wir schon Schleim bekämpfen wollen und Schleim ausscheiden wollen, sollten wir nicht durch herkömmliche Kuhmilchprodukte auf der anderen Seite wieder Schleim zuführen. Also bitte nicht zu viel Getreide, deutlich weniger Milchprodukte, weniger schwere Nahrung, natürlich bitte auf Zucker achten und auch auf fettreiche Ernährung achten, dass wir nicht zu fettig essen in diesen Zeiten. Das hat schon einen blockierenden Einfluss auf die Leber. Wenn die Leber entgiften sollte und gleichzeitig viel Fett verdauen sollte, dann funktioniert das nicht so gut. Jetzt, wenn wir bei den Säften sind, gehen wir hier gerade weiter. Wildkräutersäfte. Die sind sehr grün, sehr schmackhaft, meistens sehr bitter und sie sind kostenlos. Das sind Dinge, die können wir in der Natur sammeln. Natürlich nicht unbedingt beim Autobahnbord, sondern dort, wo es eben möglichst schadstofffrei ist. Und da gibt es ganz tolle Pflanzen darunter. Das fängt bei dem Wiesengras an. Wie gesagt, Sie können hier auch mal vom Rasen etwas abmähen. Sie können irgendwo am Eck des Grundstücks ein bisschen Gras holen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Mineralstoffe da drin, die sind gleichwertig wie viele andere Mineralstoffe in Pflanzen. Brennnessel ist etwas, was fast überall wächst. Spitzwegerich, sehr bitter, sehr gehaltvoll. Bärlauch, bitte auch nicht einen reinen Bärlauchsaft herauspressen. Das könnte für die Mitwelt unangenehme Nebenwirkungen haben. Natürlich Löwenzahn, Giersch oder Waldmeister oder Beifuß, Ackersenf. Im Prinzip alles, was grüne Blätter hat, kann versaftet werden. Und auch hier, wenn Sie reinen Wildkräutersaft zu sich nehmen, bitte langsam anfangen. Also nicht mit 2 bis 3 Litern, sondern mit einem kleinen Glas. Da reicht oft schon ein Schnapsglas zum Anfangen und dann kann man später schrittweise ein bisschen dazugeben. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die Entgiftungsleistung solcher Maßnahmen ist nicht zu unterschätzen. Also Sie sehen, hier können wir einiges tun. Dann möchte ich ganz grundlegend auf die Schwermetallentgiftung eingehen. Wir haben gesehen, Schwermetalle sind Substanzen, die sind weltweit ein erkanntes und größeres Problem. Und dort haben wir insbesondere die Fähigkeit der Schwermetalle, dass sie wirklich als Toxine, als Giftstoffe im Körper wirken und viel Schaden anrichten können. Deshalb müssen sie auch besonders sorgfältig entgiftet und ausgeleitet werden. Und hier gibt es eine Geschichte, die ich ansprechen möchte.
Ich nehme an, Sie haben schon davon gehört, dass mit Algenprodukten Schwermetalle entgiftet werden können. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht und das wird auch so kommuniziert. Und es ist tatsächlich so, dass Algenprodukte wie zum Beispiel Chlorella oder Spirulina oder Dulcealgen, dass diese Algen tatsächlich Quecksilber, Blei, Cadmium und so weiter an sich binden. Aber wo passiert das denn? Und das ist jetzt der große Punkt. Es passiert primär im Darm. Mit Algen können wir primär den Darm entgiften oder die Giftstoffe, die in den Darm hineingeleitet werden. Was machen wir mit den Giftstoffen, die in der Leber sind? Die Algen kommen nicht bis dorthin. Die müssen also zuerst mobilisiert werden und müssen im Darm angereichert werden und dann können sie dort von Algen abgebunden werden. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil ganz pauschal wird dann meist gesagt, mit Algen können Sie entgiften. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, wo können Sie mit Algen entgiften? Und hier ist zum Beispiel die Kombination von Gemüsesäften, von Wildkräutersäften, von verschiedenen Tees, die Giftstoffe im Körper lösen, mit Heidelberger Kräuterpulver, das uns helfen kann, die Giftstoffe zu transportieren, und dann mit Algen, die fähig sind, im Darm die Giftstoffe zu binden, dass sie nicht wieder zurück zur Leber gelangen und ausgeschieden werden können. Dort kann man die Algen sehr gut einsetzen. Also bitte, wenn es heißt, Algen entgiften, stimmt das, aber mit der großen Einschränkung, dass es primär im Darm stattfindet. Dasselbe gilt für den Zeolit. Zeolit ist ein Gesteinsmehl, Vulkangesteinsmehl. Das tut im Prinzip genau das Gleiche. Diese Gerüststruktur des Zeolit bindet wunderbar Giftstoffe verschiedener Art in unserem Darm. Auch Bakteriengifte werden dort abgebunden. Parasitengifte werden abgebunden. Schimmelpilzgifte genauso. Aber eben nur im Darm, weil Zeolit wird nicht aufgenommen in den Körper. Und deshalb müssen wir trotzdem schauen, wie wir die Giftstoffe in den Darm bekommen und dort sicher abbinden. Oft werden Algen und Zeolit auch eingesetzt bei Darmbeschwerden, wo die Darmschleimhaut vielleicht geschädigt, entzündet ist, belastet ist. Dort kann man wunderbar diese beiden Substanzen einbauen, um die Darmschleimhaut von den Toxinen zu befreien und dann den Darm zu beruhigen. Zeolit wurde auch in Tschernobyl angewendet, um die radioaktiv belasteten Helfer vor Ort, die dort aufgeräumt haben, wieder zu entgiften. Also hier besteht auch für die Zukunft eine Möglichkeit, Radioaktivität zu binden und zu entgiften. Und dann haben wir noch den berühmten Koriander. Auch das ist ein Thema, das in den Medien und in vielen Büchern und Vorträgen immer wieder besprochen wird. Koriander hat die Fähigkeit, Giftstoffe aus den Zellen herauszuholen. Da wären wir also praktisch beim Mobilisieren angelangt. Nur macht es keinen Sinn, wenn unser Körper schon Entgiftungsbeschwerden hat, der Darm vielleicht nicht beieinander ist und der Giftstoffpegel wissentlich im Körper schon hoch angelegt ist, dass wir noch mehr Giftstoffe aus den Zellen mobilisieren. Es würde daher mehr Sinn machen, zunächst einmal den Darm zu entlasten, die Leber zu entgiften und nachher erst mit Koriander anzufangen zu arbeiten. Weil erst dann können dann die Toxinreserven, die irgendwo im Körper, in den Gelenken, in der Muskulatur, in den Schleimhäuten, im Hirn sind, dann können diese Giftstoffe mobilisiert werden und später auch wieder abgebunden werden. Nicht umsonst heißt es im Volksmund, Koriander ist das Schwindelkraut. Ja? Es gibt viele Patienten, die das schon probiert haben, das ist auch ein bisschen das Maß der Dinge. Wenn sie zu viel Koriander nehmen, bekommen sie meistens komische Gefühle im Kopf, Gehirnnebel, leichter Schwindel, dann wissen sie, das war zu viel. Und dann muss besser vorgearbeitet werden, nachbearbeitet und der Darm und Leber muss besser vorbereitet werden auf die Entgiftung. Also bitte auch hier nachsichtig sein, vorsichtig sein mit großen Koriandergaben. Es gibt hier Rezepte, wo man sagt, pro Tag eine Tasse voll Koriander einzunehmen. Ja, das kann funktionieren, wenn Sie ein schneller und guter Entgifter sind. Wenn Sie langsam entgiften, bitte vorsichtig. Das kann zu unangenehmen Nebenerscheinungen führen. Hier noch ein Einblick in meine praktische Arbeit. Ich arbeite oft auch mit sogenannten Chelatoren. Das sind schwefelhaltige organische Säuren, die
sehr, sehr schön Metallionen, Schwermetalle aus dem Körper, aus den Zellen heraus mobilisieren. Und die haben interessante Namen. Zum Beispiel heißen die DMPS oder DMSA oder EDTA. Die haben aber alle das Gleiche gemeinsam. Man sollte die wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht oder unter jemandem, der Erfahrung mit diesen Substanzen hat, einnehmen. Zumindest wenn man sie längerfristig einnimmt. Aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, größere Mengen an Schwermetallen aus dem Körper zu mobilisieren und wirklich loszuwerden. Und vor allem sicher loszuwerden. Und wenn Sie zum Beispiel Knoblauch essen, wenn Sie Bärlauch zu sich nehmen, wenn Sie Eier essen, dann haben Sie ebenfalls solche organischen Säuren und Aminosäuren drin, die das Gleiche im Prinzip tun können. Man muss einfach schauen, wie viel man davon verträgt und wie viel man essen kann. Auch wieder für die Mitwelt und Umwelt in dem Zusammenhang. Und wenn man aber wirklich toxische Probleme hat, nachgewiesenermaßen, kann es durchaus sinnvoll sein, ab einem gewissen Zeitpunkt mit solchen Chelatoren zu arbeiten und das mit Algen, Zeolit, mit Koriander zu ergänzen, um langfristig Toxine in größerer Menge ausscheiden zu können. Ich möchte kurz noch auf die Ernährung eingehen. Auch hier haben wir nebst den Säften natürlich viele, viele Möglichkeiten, unsere Körperzellen, unsere Mitochondrien, die so wichtig sind für die Entgiftung, aktiv zu halten. Und hier gibt es wunderbare Möglichkeiten in der Ernährung von Gemüsen, von Früchten, von Beeren, zum Teil von Tees zum Beispiel, von Kohlgewächsen, von Zwiebelgewächsen und zum Beispiel auch von Gewürzen, jede Menge an Kraft und Energie zu bekommen für unsere Zellen und für die Entgiftung. Die Inhaltsstoffe, die Farben, die Geschmäcker, die Geschmacksstoffe, die da drin sind, und die sind hier intensiv drin in diesen Nahrungsmitteln, die helfen sehr, sehr stark, die Zellen zu aktivieren und am Laufen zu halten. Und deshalb auch hier möglichst bunt, möglichst vielfältig und möglichst natürlich essen, alles leichte Nahrung, die helfen kann, Giftstoffe zu mobilisieren und auszuscheiden. Und vor allem sind diese Farb- und Geschmacksstoffe sind Schutzstoffe für unsere Zellen, die unsere Zellmembran wieder abdichten können und die helfen können, aggressive Stoffe zu entschärfen. Also hier bitte auch nicht zu knapp. Ein kleines Beispiel hier, der Gelbwurz, die Kurkuma. Sie sehen hier eine Reihe von Möglichkeiten von Leberschutz, von Schutz vor Schwermetallbelastung, von Schutz bei Strahlenbelastung, von Schutz bei Entzündungen aller Art kann die Kurkuma enorme Hilfestellungen bieten. Dann vielleicht das Einfachste kommt am Schluss. Die Toxine müssen transportiert werden. Und wir können nicht erwarten, wenn wir einfach zu wenig Wasser trinken, über längere Zeit, dass unser Körper das ausscheiden können. Die Niere ist ein Hauptausscheidungsorgan, von der haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Und dort geht es am schnellsten und direktesten. Wenn Toxine im Blut sind und in der Niere rausgefiltert werden, muss aber die Niere durchgespült werden. Denken wir ans Wäschewaschen. Nur mit Seife können Sie keine Wäsche waschen. Sie brauchen viel Wasser dazu. Und da gibt es eine Formel, wenn Sie pro Kilo Körpergewicht 40 Milliliter Wasser trinken und dazu aber auch etwas Salz dazu nehmen, gutes Natursalz, bitte kein Kochsalz, sondern wirklich ein natürliches Stein- oder Meersalz, dann helfen Sie unserem Körper und unserer Niere enorm, dass gespült werden kann. Unser Körper ist wirklich wie ein Aquarium. Und als Beispiel vielleicht hier, wenn Ihr Körper 60 Kilo auf die Waage bringt, dann wären das am Ende 2,4 Liter Wasser, die Sie benötigen, um Ihren Körper zu spülen. Bei 90 Kilo Körpergewicht sind es dann halt 3,6 Liter Wasser. Also die Aussage, dass man mindestens 1 oder 1,5 Liter Wasser pro Tag trinken sollte, können wir so nicht unbedingt stehen lassen. Es geht ja darum, wie groß unser Aquarium ist, ja, dass wir das auch spülen können. Mit etwas, was ich sehr häufig in der Praxis arbeite, ist dann eben auch das Ausscheiden über die Haut. Wir haben jetzt einiges gehört über das Lösen, über das Mobilisieren und das Transportieren von Schlacken und von Giftstoffen. Wir haben hier das Beispiel mit den Kräutertees, wir haben von den Säften gesprochen, von den verschiedenen Mobilisationsmöglichkeiten über sekundäre Pflanzenstoffe. Und dann muss aber immer noch ausgeschieden werden. Und wenn der Darm, die Leber, die Lunge, die Niere
nicht mehr vollständig fähig sind oder überlastet sind auszuscheiden, dürfen wir die Haut nicht vergessen. Die Haut ist ein großes Ausscheidungsorgan, ist oft eingepackt in Kleidung, aber kann trotzdem ausscheiden. Nicht nur über das Schwitzen, sondern über der ganzen Fläche. Und wenn wir zum Beispiel mit Basenstoffen arbeiten, mit Basensalzbädern, dann haben wir eine tolle Möglichkeit, viele Schlacken und Säuren direkt aus unserem Körper schnell auszuleiten. Wobei beachtet werden muss, dass wirklich eine bestimmte Zeit eingehalten werden sollte. Es gibt auch Referenten und Autoren, die sagen, ja, wenn Sie viel Salz nehmen und 20 Minuten im Fußbad sind, dann reicht das. Meine Erfahrung ist da wesentlich anders. Ich empfehle den Patienten, möglichst 45 Minuten plus im Bad zu bleiben. Wann immer ich das mache, versuche ich 1,5 Stunden bis 2 Stunden drin zu bleiben. Geht wunderbar, wenn man einen Vortrag vorbereitet oder eine Tatortlänge plus die Tagesthemen vielleicht dazu. Das reicht dann schön aus und dann macht man es besser einmal in 2 Wochen als jeden Tag 10 Minuten. Dann haben Sie einen großen Effekt davon. Und einfach, da geht es auch darum, dass man die Möglichkeit ausnutzt, dass wir da auch die Haut als Ausscheidungsorgan benutzen können. Ich komme langsam zum Ende meiner Ausführungen. Ich möchte auf einen Punkt noch einmal hinweisen. Wir haben das am Anfang bereits schon gesagt. Wir hinterlassen in vielerlei Weise Fußspuren auf diesem Planeten. Und das hat mit unserer Lebensweise, mit unserer Geschwindigkeit, aber auch mit unserem fehlenden Bewusstsein für die Ganzheit zu tun. Und hier sprechen wir von dem sogenannten Country Overshoot Day. Das heißt, der Zeitpunkt im Jahr, wo das einzelne Land seine Ressourcen verbraucht hat. Kanada zum Beispiel ist am 13. März soweit. Dann sind die Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Von da an lebt Kanada auf Pump. Die Schweiz ist am 28. April soweit, Venezuela am 7. Juli. Und nur Honduras schafft es, auf den 31. Dezember quasi Soll und Haben auszugleichen. Das ist ein Problem, weil wir sehen hier, wir beuten den Körper von Mutter Erde wirklich aus. Und wir überfordern damit unsere eigene Fähigkeit zu kompensieren. Und das führt zu Abbau. Was aber damit verbunden ist, ist der Grundgedanke der Entgiftung und der Zufuhr. Wenn wir so viel zuführen, dass wir am Schluss so viel zu entgiften haben und einen großen Aufwand betreiben müssen, um Giftstoffe wieder loszuwerden, und wenn sie dann aus dem Körper draußen sind, ist ja das Ganze nicht zu Ende gedacht. Was passiert nachher mit Quecksilber, welches wir dann glücklicherweise ausgeschieden haben? Was passiert mit den Pestizidrückständen, wenn wir sie ausgeschieden haben? Ja? Die sind weiterhin im Kreislauf. Das heißt, hier muss wirklich etwas passieren, dass wir eben anfangen, wirklich anders zu leben und den natürlichen Dingen, den natürlichen Baustoffen, natürlicher Kosmetika, natürlichen Nahrungsmitteln wieder den Vorrang geben und das weltweit. Wir müssen hier wirklich an einem Punkt anfangen und das fängt bei uns an, hier drin, das fängt bei jedem Einzelnen an. Und ich würde wirklich darum bitten, dass Sie auch dieses Bewusstsein mit den Menschen teilen. Oft denkt der Mensch nur für sich alleine und sagt, ja, wenn ich jetzt entgiftet bin, dann geht es mir gut. Aber wie ich vorhin sagte, es kann durchaus sein, dass wir unser eigenes Badewasser in 3-4 Jahren wieder trinken, geschweige denn, dass Sie meines trinken. Das ist so in der Natur vorgesehen, aber es sollte uns dahin führen, dass wir realisieren, es braucht mehr. Wir müssen weit, weit darüber hinausgehen, dass wir immer nur unser eigenes Wohlbefinden anschauen. Es geht hier um das Ganze, es geht um Mutter Erde, es geht um das Universum. Und hier haben wir, wie wir gestern wunderbar gesehen haben im Vortrag von Dennis Ulrich, eine großartige Möglichkeit, wenn wir als Ganzes geschlossen in diesem Geist, in diesem Bewusstsein hinausgehen, diese Informationen physisch umsetzen. Aber ich erinnere gerne noch einmal an das Bild von dem Wasser, das wir letztes Jahr hier, man könnte sagen, mit kreiert haben, durch unsere Anstrengungen, durch unsere Gedanken, unsere positiven Gefühle, wo am Ende des Kongresses ein wunderbares Wasser sichtbar war, mit einem hohen, hohen Informationsgehalt. Und das ist letztendlich Licht, das wir hinaustragen in die Welt und die Welt buchstäblich verändern. Und das ist es, was es hier braucht. Eigene Entgiftung ist schön und gut,
Wir müssen aber weit darüber hinausgehen. Und es gibt hier diesen Grundsatz, für den auch die World Foundation for Natural Science wirklich einsteht. Das Königreich der Natur kann alle Kräuter und natürlichen Heilmittel für alle möglichen Beschwerden, Anwendungen und Gebräuche bereitstellen. Und das tut es auch, die wir benötigen, um Schmerzen zu lindern, Unwohlsein zu heilen, Krankheit mit Arzneistoffen zu behandeln, Pein zu mildern und unsere Körper zu heilen. Wobei die wahre Liebe das allerbeste Heilmittel und sogar die Vorbeugung von alledem ist. Und ich möchte mit diesem Satz mein Referat schließen und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.